Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben schon ein ganz besonderes Video heute, denn der erste Spieler hat Stufe 700 heute erreicht und das wollen wir natürlich auch wertschätzen und zeigen. Aber bevor das Ganze losgeht, wollte ich nur noch mal ganz kurz auf die neueste Aktion im Shakes and Fidget Webshop darauf hinweisen. Dort herrscht aktuell exklusiv ein spezielles Angebot zum verlängerten Wochenende. Für 24,99 könnt ihr euch jetzt hier ein Seelenpaket holen, wo ihr extra Seelen bekommt und ein paar extra Pilze. Ja, unter anderem gibt es ja auch noch die Sanduhrenpakete hier, ne? Die sind standardmäßig jetzt schon drin, aber das ist jetzt das, was aktuell gerade hier am Start ist. Das heißt, wenn ihr zuschlagen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Und Webshop sollte man so oder so benutzen, denn hier seht ihr, sind die Preise noch die alten. Wenn ihr in der App schaut oder bei Steam, dann kosten hier 3000 Pilze nicht 100 Euro, sondern 120 Euro. Deswegen sollte man immer über den Webshop kaufen. Ja? Und wenn ihr beim Kauf hier noch beim Creator Code euch kurz die Zeit nehmt und hier den Code zum Beispiel DORZA eingebt, dann supportet ihr mich auch noch indirekt nebenbei mit und davon habt ihr keine Mehrkosten, das kostet euch gar nichts, ihr bekommt ganz normal euer Paket, was ihr gekauft habt und supportet mich da auch noch indirekt mit. Deswegen, falls ihr das macht, würde mich das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Von diesen Summen, die dort zusammenkommen über diesen Creator Code, werden unter anderem auch Giveaways für euch veranstaltet und indirekt im Hintergrund werden auch noch ein paar Gelder davon gesammelt, um das Ganze für gemeinnützige Organisationen in Zukunft zu spenden. Das freut mich persönlich auch sehr und das treibt mich auch persönlich sehr an, hier auch weiterhin Gas zu geben. Deswegen würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier auch meinen Code benutzt. Ne? Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr dorthin kommt und neu seid und nicht wisst, was ist der Webshop eigentlich, wie kommt man da hin? Ne? Das Ganze habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, dann kommt ihr da ganz easy einfach hin und was ihr dann da machen müsst, ist halt hier unter Account, dann habt ihr hier eine Charakter-ID, die ihr eingeben müsst und die findet ihr, entweder wenn ihr schon hier unten seht, wo finde ich meine Charakter-ID, wenn ihr auf Post geht, wenn ihr auf Einstellungen geht und dann auf Charakter und dann seht ihr hier die Charakter-ID, die könnt ihr dann ganz einfach rauskopieren und dann hier einfügen und dann seid ihr quasi mit eurem Account schon verbunden und könnt ganz easy aufladen. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache für alle Leute, die zu alten Pilzpreisen aufladen wollen. Eine sehr coole Sache für die Creator, eine super Wertschätzung und deswegen danke ich da jedem vom Herzen. Vielen lieben Dank, der den Code nutzt. Das ist echt ein heftig krasser Support und das weiß ich sehr wertzuschätzen auf jeden Fall von euch. Und vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Video und zwar hatten wir das Rennen zwischen Atze und Dr. Da ein bisschen verfolgt und wir befinden uns jetzt hier auf S4.de und dort sehen wir, wenn wir auf die Platz 1 Belegung schauen, wenn uns das Spiel denn da auch hinswitchen lässt, jawohl, da haben wir hier einmal den Dr. Darm, der ist Stufe 699, ja. Das heißt im Umkehrschluss, dass Dr. Darm nicht derjenige ist, der Stufe 700 als erstes erreicht hat. Ihm fehlt noch mehr als ein halbes Level und das ist natürlich schon ordentlich. Und wenn wir hier auf S18 rüber switchen, dann haben wir hier den Atze und der war auch derjenige, der schon der Favorit gewesen ist, weil er noch ein paar Wirbelwind-Etagen offen hatte. Unter anderem hatte er auch jetzt mittlerweile zwischendurch das Kalender-Level-Up auch bekommen, wodurch er mit 699 auf Dr. Darm aufgeschlossen hat und beide gleich auf waren, dann im Level selbst noch ein bisschen mehr XP gegrindet hat und hatte jetzt, weiß ich nicht, über Nacht, ich habe es jetzt nicht live mitverfolgt, sondern erst heute Morgen um 10 gesehen, dass er Stufe 700 geworden ist. Gestern Abend hatte ich noch geguckt, da war er es noch nicht, also muss das irgendwann über Nacht oder heute Morgen passiert sein. Ganz frisch. Und deswegen, der erste Level 700er in ganz Shakes and Fidget. Guck mal, hier haben wir es. Level 700 am 18.05. haben wir heute um 0:11 Uhr. Hat er es sogar noch sehr schön festgehalten. Gut, dass man immer noch mal in die Beschreibung schaut. Ja, der allererste Stufe 700 Spieler. Ja, ich bin gespannt tatsächlich drauf, wer der erste Stufe 800 Account wird.
Denn, ja, jetzt kann man ja sagen, jetzt hat Atze auf jeden Fall irgendwo auch sein Pulver verschossen. Dr. Darm hat wahrscheinlich auch schon sein Pulver verschossen. Vielleicht haben sie noch ein paar von den neuen Dungeons irgendwo noch offen. Ich weiß es nicht. Ne? Aber, ja, auf jeden Fall sind das jetzt die höchsten Spieler in ganz SF. Unangefochten, kann man fast sagen. Aber dieser Level-Vorsprung hat eben auch den Nachteil, dass sie halt auch marginal schlechtere Erfahrungsquests bekommen als Leute, die halt eben, weiß ich nicht, noch 40 Level unter denen sind, ne? Was ja auch schon extrem hoch ist. So, ne? Aber diese können halt immer peu à peu ganz, ganz langsam aufholen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es nachher wird, wer der erste 800er sein wird. Ne? Aber jetzt gehört erstmal die Sternstunde hier den Atze. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, extrem, extrem krass. Sieht heftig aus auf jeden Fall. Und ich sag mal, für diese Stufe, dass man so auf XP gegrindet ist, sind das trotzdem noch einigermaßen gute Werte. Dafür, dass es halt ein purer XP-Account ist. Ne? Dazu muss man halt aber auch sagen, dass der Atze auf einem deutlich neueren Server spielt als Dr. Darm zum Beispiel, der mit fast selber Stufe noch viel heftigere Stats hat, ne, was man auch Dr. Darm halt eben zugute halten muss. Aber es ist halt eben ein Server, ja, zwischen S4 und S18 sind ein paar Tage Unterschied, sag ich mal so, ne, wo natürlich auch die Zeit gewesen ist, um ein bisschen auch, ja, Gold zu farmen in der Zeit. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch eine Zeit lang mehr auf Gold gegangen als auf XP und hat dann geswitcht oder so. Kann ja alles sein. Oder halt einfach durch die Zeit, dass hier mehr zustande gekommen ist, aber er muss ja irgendwie mehr auf Gold eine Zeit lang gegangen sein. So, ne? Aber das ist natürlich auch eine absolut kranke Leistung hier mit dem Level solche Stats hier zu erreichen. Ich glaube, das schafft auch nicht jeder. Ne? Also sehr, 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 sehr krass auf jeden Fall. GZ an der Stelle in die Richtung. Und ja, jetzt kommen wir nochmal kurz auf unseren Server hier zurück. Denn wir geben natürlich auch weiterhin Gas, um möglichst weit oben in der Rangliste mitzuspielen, ne? Dass wir da irgendwann mal rankommen werden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gebe auf jeden Fall jeden Tag mein Bestes, um ja, das Maximum an möglichen Stat-Punkten, die man so pro Tag erreichen kann, auch zu erreichen. Ja, das ist nicht ganz einfach. Manchmal hat man auch nicht die Zeit dafür, um optimal zu spielen so, ne? Also wirklich auch Arena-Kämpfe und sowas nutzen alles, da gehört ja viel mehr dazu, als einfach nur seine Alu so zu klicken. Und ja, das ist natürlich schon eine ordentliche Aufgabe. Intelligenz haben wir. Ja gut, ich meine, die 350.000 sind sowieso schon zerstört, weil ich hier, glaube ich, irgendwie einmal aus Versehen draufgeklickt hatte oder auch so eine Intelligenzaufgabe hatte. Ja, naja, macht jetzt auch keinen Unterschied, ne? Nehmen wir mit, die XP, und dann hoffen wir mal zum Gold-Event, dass wir hier auch einen schönen 5er-Pasch Gold würfeln. Ne? Ich hatte letztes Mal beim Kristall-Event, ne, da hatte ich das erste Mal auf meinem Main hier auch Kristalle gewürfelt, tatsächlich. Ja, also ein 5er-Pasch Kristalle. Ich wollte das ja eigentlich live im Video machen, hatte das aber auf der App gespielt und hatte das auch auf Instagram in meiner Story gezeigt. Das scheppert schon echt ordentlich rein. Was da an Kristalle auf der Stufe zusammenkommen zum doppelten Kristall-Event, das ist echt pervers. Aber auch hier, das Gold darf man nicht unterschätzen. Wenn wir hier einen 5er-Pasch würfeln sollten, schade, dann haben wir einfach mal eine halbe Million, 500 Millionen Gold, eine halbe Milliarde Gold einfach mal so. Ne? Und das wäre natürlich hier die Traumvorstellung. Das ist extrem, extrem viel. Deswegen sweate ich auch hier richtig krass auf Gold. Ja, kommt natürlich nichts, ne? Oh, ein Dreier. Ja, jetzt noch mal einmal Gold sind jetzt schon 100 Millionen. Und wenn wir jetzt noch zweimal Gold kriegen, dann haben wir 500 Millionen. Komm, gönn, bitte, 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 bitte live im Video, komm. Ach Mann, ey. Letzter Versuch. Okay, einmal Gold, ja, und jetzt noch 4-mal Gold. Einfach so, komm. Ach, Wahl für Streck, Algengrütze, ja. Nur Aale hier gewürfelt bei den Rolltreppen. Naja, was willst du machen? So, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, ne? Es ist ja extrem krass. Wir haben ja jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Gold-Event. Das sind 4 Tage, das ist absolut heftig. Und nächstes Wochenende ist ja auch schon wieder Gold-Event.
Also das schallert echt ordentlich rein in der Portokasse hier. Und das werden wir jetzt auch mal gleich verskillen. Also, keine Ahnung. Wenn ich jetzt die Tage zusammenrechne, plus die Woche, die jetzt kommt, und dann das nächste Wochenende, dann weiß ich nicht, könnte ich eventuell vielleicht sogar schon schaffen, auf 250.000 Ausdauer zu kommen. Oder? Ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Ist das zu hoch gepokert? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich glaube nicht, oder? Ist glaube ich, nicht zu hoch gepokert. Mal schauen. Auf jeden Fall. Weil wir wollen ja nochmal in den Dungeon rein hier mit 250.000 Ausdauer. Das hatte ich ja gesagt, dass wir da nochmal versuchen, hier den haarigen Gegner zu besiegen, weil wir hatten schon echt krasse Versuche dabei. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, 1, 2 Versuche gegen ihn, die unter 1 Milliarde waren. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall waren die echt schon ziemlich knapp teilweise gewesen. Und da hatte ich gesagt, okay, wenn wir jetzt 250.000 Intelligenz gehittet haben, ich glaube, hier hatte ich einmal einen Try von gestern. Ja, war glaube ich, nicht mein bester Try, den ich hatte. Wir hatten schon bessere Tries. Dann werden wir hier nochmal reingehen gegen den haarigen Bräutigam. Und dann sollte das, denke ich mal, nachher dann kein Problem sein. Beziehungsweise es ist trotzdem immer noch ein sehr haariger Gegner. Ne? Das kriegen wir, glaube ich, auch nicht unterbunden. Aber ich sag mal so, haben wir schon ein bisschen mehr Leben am Start. Und wie gesagt, wir hatten den ja schon fast down gehabt ein paar Mal, ne? Und dann sollte es damit, denke ich mal, auch ganz gut klappen. Okay, Leute, ja, das war es erstmal soweit für den heutigen Tag, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Übertreibt nicht. Ich wünsche euch einen schönen Herrentag, einen schönen Feiertag, ein schönes verlängertes Wochenende an die Leute, die es haben, ne? Und ja, schießt euch nicht zu doll ab. Ihr wisst ja, ne, der Tag danach ist meistens immer weggeschmissen. Nicht sehr produktiv. Aber 1, 2 Bierchen sollten, denke ich mal, trotzdem drin sein. Sind es bei mir heute auch, aber viel mehr dann auch nicht. Ne? Und ja, das war es soweit. Vor allen Dingen, weil ich auch Fahrer bin. Ja, deswegen lassen wir das auch an der Stelle sein. Ne? Trinkt nicht über euer Limit, ja, dass wir hier nochmal die Vorbildfunktion nochmal an der Stelle erfüllt haben, ja. Und immer vorausschauend fahren, ja, vorbildlich nicht zu sehr ins Fass gucken, ne? Ansonsten läuft das Fass nämlich über und dann seid ihr nämlich fassungslos und dann kann ich es auch nicht mehr fassen an der Stelle, weil das Fass dann den Boden ausschlägt. So, ne? Okay. Wir lassen das sein. Ist, glaube ich, besser. Ne? Wir beenden jetzt an der Stelle das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.